Ja, ich weiß, die meisten von euch kennen das schon, aber es gibt immer noch jede Menge Umsteiger und Neueinsteiger, die mir immer wieder dieselbe Frage stellen. Wie installiert man einen Kodak Portra oder einen Ilford HP5 und wie bekommt man diesen Filmlook? Um diesen Look auf die Kamera zu bringen, gibt es genau zwei Möglichkeiten und die schauen wir uns heute an. Diese speziellen Filmlooks werden bei Fuji Recipes oder eingedeutscht auch JPEG-Rezepte genannt. Diese Rezepte basieren immer auf einer der mittlerweile 20 Filmsimulationen und müssen manuell eingegeben bzw. angelegt werden. Es gibt ja also nichts, was man auf der Kamera installiert oder drauflädt. Eine der bekanntesten Quellen im Web für Recipes ist sicherlich Fuji X-Weekly. Dort findet man Filmlooks von Kodak, Ilford, Agfa, Fuji und noch einigen anderen. Also beispielsweise auch einen Kodak Gold oder Fuji Superia. Die Recipes gibt es dort für unterschiedliche X-Trans-Sensoren. Wer eine X-T5 oder die neue X106 hat, findet sensorabgestimmte Recipes beispielsweise in der X-Trans 5 Kategorie. Für die X-T4 oder X105 schaut man bei X-Trans 4. Damit sind die Sensorgenerationen gemeint, die sich farblich auch immer etwas unterscheiden. Hat man sich dann mal für ein Recipe entschieden, findet man dort die Werte, die man einstellen muss. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, ein Recipe auf der Kamera anzulegen. Einmal direkt auf der Kamera, aber es geht auch mit dem X-RAW Studio von Fuji, dem kostenlosen RAW-Konverter für Mac und PC. Den Link zu dieser Software findet ihr in der Videobeschreibung. Die einfachste Möglichkeit ist das Anlegen direkt auf der Kamera, hier jetzt am Beispiel der X-T5. Als allererstes begibt man sich in das IQ-Menü und auf Seite 3 findet man die benutzerdefinierten Speicherplätze. Jede Fuji hat 7 benutzerdefinierte Speicherplätze, wo man Benutzerprofile bzw. Recipes anlegen kann. Das ist auch super praktisch so, denn später kann man über das Q-Menü ganz schnell und einfach eines dieser Benutzerprofile auswählen. Wer eine XH2 oder XH2S besitzt, wählt den Speicherplatz über das linke Drehrad aus, also C1 bis C7. Allerdings sollte man darauf achten, dass der gewählte Speicherplatz sich dann auch im Fotomodus befindet. Den Fotomodus für den jeweiligen Speicherplatz könnt ihr hier einstellen. Die benutzerdefinierten Speicherplätze lassen sich jederzeit auch wieder zurücksetzen oder überschreiben. In meinem Fall habe ich den C4 gelöscht und lege jetzt hier ein neues Recipe an. Und zwar Reala Ace von Fujifilm. Auf der neuen X106 ist diese schon als Standardfilmsimulation vorhanden. Wer Aufnahmen im Filmlook machen möchte, der muss die Kamera zuerst noch auf das JPEG-Format einstellen. Das Ausgabeformat kann man im Menü Bildqualität einstellen. Mit Normal und Fine werden JPEGs erstellt und mit RAW natürlich RAWs. Meine Kameras sind meistens auf Fine und RAW eingestellt, so werden zwei Aufnahmen erstellt, einmal als JPEG und einmal als RAW. Der eingestellte Filmlook wird aber nur in den JPEGs dargestellt. Jedem Recipe liegt eine bestimmte Filmsimulation zugrunde. Beim Reala Ace ist es beispielsweise Classic Negative bzw. nostalgisches Schwarz. Wer auch immer das übersetzt hat. Die Filmsimulation Classic Negative eignet sich übrigens auch sehr gut für Nachtaufnahmen. Als nächstes legt man den Grain bzw. Körnungseffekt fest, um den Filmlook aus vergangenen Zeiten zu simulieren. Die Körnung kann je nach Geschmack stark und schwach eingestellt werden und natürlich auch in der Größe angepasst werden. Der Color Chrome Effekt verstärkt die Farben in den dunklen Bildbereichen und der Color Chrome FX Blue macht dasselbe in den Blautönen. Bei beiden Einstellungen wählt man für das Recipe Strong aus. Anders als bei vielen anderen Recipes wird der Weißabgleich bei Reala Ace auf Auto gestellt. Somit passt sich der Weißabgleich an die unterschiedlichen Tageszeiten an. Um den speziellen Farblook noch zu verstärken, wird zusätzlich noch die Basis des Weißabgleichs auf Rot -1 und Blau +1 verschoben. Die Dynamic Range wird auf 400 eingestellt, damit werden die hellen Bildbereiche besser geschützt, allerdings ist man dann auch mit einem Basis-ISO-Wert von 500 unterwegs.
Ähnlich wie in einem Bildbearbeitungsprogramm kann man in der Kamera die Tonwerte für die Lichter und Schatten einstellen. Setzt man die Werte im Minusbereich, reduziert man den Effekt. Im Plusbereich dagegen verstärkt man die Tonwerte entsprechend. Den Effekt kann man beim Einstellen auch im Live-Bild der Kamera ganz gut sehen. Im Menü Farbe kann man die Sättigung für das Recipe einstellen. Und für das Reala Ace Recipe erhöhe ich die Farbe auf +2. Ebenfalls sehr praktisch ist, dass man hier nicht nur die Sättigung, sondern auch die Schärfe einstellen kann. Für dieses Recipe bleibt der Wert aber auf 0. Die Rauschreduzierung für hohe ISO-Werte wird so gut wie bei allen Recipes auf -4 gestellt. Somit nimmt die Kamera beim Erstellen von JPEGs keinen Einfluss auf das Rauschverhalten. Der Wert für Klarheit oder Clarity wird bei diesem Recipe auf -2 eingestellt. Der Klarheitsregler erhöht oder reduziert den Kontrast in den mittleren Tonwerten. Um den Filmlook zu bewahren, ist ein Minuswert immer von Vorteil. Allerdings benötigt die Kamera beim Abspeichern der Aufnahme auch etwas mehr Zeit. Damit wären die Einstellungen für das Recipe jetzt auch schon gemacht. Mit dem Back-Button kommt man zurück und kann dem Recipe jetzt auch noch einen Namen vergeben. Nach der Eingabe wird der Name über das Feld Einstellen abgespeichert. Wer das so nicht bestätigt, muss den Namen nochmals eingeben. Mit dem Back-Button kommen wir hier auch wieder zurück ins Hauptmenü und die ersten Aufnahmen können gemacht werden. Wie schon eingangs erwähnt, gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, ein Recipe anzulegen, und zwar mit dem Fujifilm X-RAW Studio. Das X-RAW Studio gibt es für Mac und PC und vor kurzem habe ich hierzu auch schon ein Video gemacht. Mit dem X-RAW Studio kann man ganz ähnlich wie in der Kamera Bilder bearbeiten und auch Recipes erstellen. Diese Recipes können dann auf dem Mac oder PC gespeichert werden oder direkt auf der Kamera. Um Recipes mit dem Fuji X-RAW Studio zu erstellen, benötigt man hier allerdings RAW-Aufnahmen. Mit dieser Software können keine JPEGs bearbeitet werden. Man kann aber die bearbeiteten RAW-Aufnahmen später in JPEGs ausgeben. Zu beachten ist auch noch, dass die Kamera per USB am Mac oder PC angeschlossen und eingeschaltet sein muss. Ansonsten kann man kein Recipe auf die Kamera abspeichern oder Bilder bearbeiten. Vorteil des X-RAW Studios ist, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Man kann also live sehen, wie sich die Einstellungen auf das Bild auswirken. Super praktisch ist das Fuji X-RAW Studio auch zum Testen oder Vergleichen von Recipes. Wie man sieht, kann man mit beiden Methoden den Filmlook auf die Kamera bringen. Und damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Und über einen Like oder vielleicht sogar ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Viel Spaß noch beim Ausprobieren und vielen lieben Dank fürs Zuschauen.